Also ich bin Shisha Rainbow, ich bin die Art Directress von diesem Projekt und habe auch die Rolle der Harley Quinn übernommen. You miss me? Art Directress bedeutet im Grunde, dass man alles kreativ übernimmt, also alles aufeinander abstimmen, Licht, Kostüm, Maske, die Leute einweist. Ich habe mit den Kostümbildern geredet, um die Kostüme anfertigen zu lassen, mit den Schauspielern auch geprobt und auch die Make-up-Artists eingewiesen, Probeschminken gemacht und den Leuten alles gezeigt, damit nachher das ganze Künstlerische, was ihr vor der Kamera seht, auch schön ineinander greift und gut aussieht. Also was mich ganz besonders an dem Projekt gereizt hat, war natürlich die Rolle der Harley Quinn, weil der ganze Charakter sehr twisted ist, sehr verrückt und sehr eigen und das sind alles Eigenschaften, die ich von Natur aus schon besitze, deswegen war das irgendwie Match made in heaven und ich musste vielleicht auch gar nicht so viel spielen, wie man als Schauspielerin sonst vielleicht eigentlich müsste und ich hoffe, das hat auch gut zu einer guten Performance beigetragen. Eine Traumrolle. Also ich weiß nicht, von Harley Quinn schon echt gut, muss ich sagen. Aber generell habe ich einen Hang für dramatische, extreme Charaktere, wenn ich was spiele. Normal kommt mir eigentlich nicht so in die Tüte. Das passt auch irgendwie nicht. Da habe ich auch nicht so viel Freude dran. Mir sind Emotionen, echte Emotionen, starke Emotionen wichtig. Und am liebsten mag ich eigentlich powerful, strong, fierce women, weil ich finde, das ist super wichtig, dass die immer mehr in Serien und Filmen vorkommen, damit auch die jungen Mädels gute Vorbilder haben. Ob ich Fan von DC oder den Comics bin? Natürlich! Ich habe ja damals, als ich noch gecosplayt habe, ich komme ja aus dem Cosplay, sogar Harley Quinn mal gemacht, auch in ihrer Anzugversion, weswegen ich hier überhaupt diese Rolle bekommen habe. Und ja, man könnte mich als Fan bezeichnen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, also als Frau Schauspielerin zu sein, ist schon noch mal ein Stückchen härter, würde ich jetzt einfach mal frei behaupten. Können sich ja jetzt alle beschweren, die das anders sehen. Es ist einfach so, dass man als Frau grundsätzlich in der Gesellschaft sofort das Erste, was kommt, mit seinem Aussehen beurteilt wird und nicht nach seiner Leistung. Und das hat man natürlich auch im Film. Also wenn sich jetzt Leute diesen Film anschauen und dem passt das nicht, wie ich aussehe, ich habe eine Zahnlücke, die finden mein Gesicht hässlich oder mögen meine Figur nicht, dann ist meine ganze Performance direkt negativ bewertet, ohne dass sie sich meine Leistung überhaupt neutral angeschaut hätten. Und selbst wenn sie es dann noch tun, ist natürlich, ja, die spielt sowieso schlecht, weil ich passe ja nicht in deren Schönheitsideal. Es ist mir auch klar, dass ich jetzt nicht dem klassischen Gesellschaftsbild entspreche, aber ich finde es schön, dass gerade seit diesem Jahr Diversity gefeiert wird und auch Charaktergesichter und einfach die Verschiedenheit zelebriert wird und dass man eben nicht 1:1 aussehen muss wie ein animierter Charakter. Ich meine, dieses Glück haben nur wenige auf diesem Planeten, so geboren zu werden. Aber in der Regel, gerade bei so einem Projekt, würde ich sagen, es ist ein gezeichneter Charakter. Keiner kann wirklich sagen, wie würde er in der Realität aussehen. Und es gibt auch 30 verschiedene Versionen davon. Dementsprechend bin ich eigentlich ganz happy und hoffe auch, dass die Leute sich darüber freuen, auch mit dem Look, den ich habe. Bei Harley Quinn ist es schon sehr persönlich, finde ich. Dadurch, dass Harley Quinn ja so ein bisschen einen Twisted Mind hat und auch offensichtlich psychische Probleme, sonst würde sie sich gar nicht auf jemanden wie den Joker einlassen, ging mir das alles sehr nah, weil ich selbst halt mit psychischen Problemen ernsthaft zu kämpfen habe, schon mein ganzes Leben lang und auch deswegen in Therapie bin und auch daran arbeite. Und ich konnte diese ganzen Emotionen echt gut abrufen, weil auch meine letzte Beziehung sehr unglücklich verlaufen ist und ich einen sehr toxischen Beziehungspartner hatte, der mich sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und ich konnte innerhalb dieses Projekts das Ganze auch irgendwie nochmal aufarbeiten und verarbeiten. Ich glaube, es hat mir auch auf persönlicher Ebene sehr geholfen und hat auch gut zu meiner schauspielerischen Leistung beigetragen, weil ich diese Situation wirklich kenne. Ich habe diese Situation selbst erlebt und das, was ich gespielt habe, waren im Grunde
ja, war im Grunde der Abruf von echten Emotionen. Und ich denke, das ist schon ein erhöhter Mehrwert, weil man kann ja auch nur das vorgeben zu fühlen, in dem Maßstab, wie man es selber mal erfahren hat. Und alles andere wirkt meines Erachtens schnell plakativ, wenn man keine Ahnung hat, was man da eigentlich macht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, naja, nicht glücklich, dass mir das passiert ist, aber dass ich die Möglichkeit erhalten habe, so eine Rolle auch darstellen zu dürfen. Ja, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich selber gecosplayt habe und auch die klassische Harley Quinn. Ich finde, sie ist unangefochten auf Platz 1. Es gibt keine Version, die ich cooler finde als den klassischen schwarz-roten Anzug. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Urfans von damals unser Projekt dann feiern, weil bis heute wurde ja keine Version in der Realverfilmung von Hollywood gemacht, die dem gerecht wird, wie die echte Original Harley Quinn eigentlich ist. Also ich habe vorab ja den ganzen kreativen Part der Planung übernommen als Art Directress, was halt bedeutet, dass man sich um alles kümmert, was ihr vor der Kamera seht. Also, dass alles aufeinander abgestimmt ist, die Location mit dem Licht, auf die Kostüme, auf das Make-up, mit den ganzen Leuten, die in den Departments arbeiten, dass man denen das alles erklärt, vielleicht auch mal zeigt, beiseite steht, mit den Schauspielern, den anderen redet und sie so ein bisschen anleitet. Und bis zum Dreh selber, beziehungsweise den Drehproben, habe ich halt diese Rolle übernommen und ab dem Punkt, wo die Proben begannen, war ich dann einfach die Rolle der Harley Quinn, also als Schauspielerin aktiv. Das haben wir auch gut getrennt, finde ich, sodass ich mir selbst mit 2 Departments nicht im Weg stand und mich entweder auf das eine oder auf das andere konzentrieren konnte. Und sobald ich abgedreht war, konnte ich dann auch weiter noch am Set helfen. Ich bin auch so ein Mensch, ich gehe komplett darin auf, richtig gefordert zu werden. Also ich habe viele Interessen und viele Talents. Und die habe ich über das letzte Jahrzehnt oder sogar noch länger auch alle professionell ausgebaut. Das heißt, wenn man mich so richtig fordert und sagt, ich muss das und das alles ans Set mitbringen, an Skills, dann fühle ich mich auch so, als ob man mich braucht in allem, wie ich bin. Und das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Herausforderungen am Dreh. Mensch, da gab's viele. Ach, ich weiß gar nicht so genau. Herausforderung für mich war, glaube ich, definitiv die Kursszene, weil ich schon vorab wusste, dass ich da ein bisschen Probleme kriege. Also es gibt ja 2 Arten von Schauspielern. Die einen, die wie Bühnenschauspieler, die jeden Tag spielen, die das alles faken, was sie spielen. Und es gibt einmal Method Acting, das kennt man so aus Hollywood, dass man echte Emotionen abruft und die spielt. Das ist so meine Art. Weil ich ja jetzt auch nicht jeden Tag irgendwas spielen muss, geht das psychisch auch, dass man das mal alles abruft, was halt auch sehr exhausting ist für die Psyche, aber es macht auch Spaß. Die Sache war aber die, dadurch, dass ich ja diese Trennung hatte, mit der es ein bisschen kompliziert war, war das mein erster Kuss seitdem. Und das wusste ich auch vorher und dachte mir schon so, oh, das wird emotional für mich einfach ein sehr sensibles Thema und sehr schwierig, damit gut umzugehen, weil es mich einfach sehr triggert, dass ich bestimmte Dinge vermisse oder bestimmte Dinge einfach wieder erinnert werde, die mir fehlen und die mir entrissen worden sind. Aber es hat trotz dessen ganz gut funktioniert. Es war okay. Aber ich habe schon ein bisschen gestruggelt, ja. Die beste Erfahrung am Set ist eigentlich immer das Ganze drumherum. Die ganzen Leute, das ist wie so eine kleine Familie, so viele Charaktere treffen aufeinander und so viele Persönlichkeiten, so viel gute Laune. Es ist immer total anstrengend und man geht sich auch auf den Senkel, aber irgendwie hat man trotzdem alle lieb und man hat so ganz viel positive Energie, die man auch nachhaltig mitnimmt und das ist immer ein sehr bereicherndes Gefühl. Lustige Momente am Set hatten wir sehr viele. Ist halt ein Set, da sind alle ein bisschen merkwürdig teilweise und das macht es irgendwie charmant. Aber comichaft war natürlich der Bardo, unser lieber Joker, der halt in Character einfach konsequent die ganze Zeit geblieben ist. Und er ist einfach von Natur aus ein bisschen goofy drauf und so ein bisschen die Stimmungskanone. Das war schon lustig mit ihm, definitiv.
Ich habe mich auf der persönlichen Ebene sehr weiterentwickelt. Mir hat das generell von dem ganzen Schauspielerischen sehr viel gebracht. Es war ja meine erste große Rolle, wo auch wirklich viel Charakter gefragt ist, sehr viel Emotion. Das hat mich dahingehend sehr weit gebracht, aber auch halt mit der ganzen Aufarbeitung der Gesamtthematik, auch auf der persönlichen Ebene. Also wie lange ich in der Maske saß, kommt drauf an, ob wir die von der Casual Version, also beinfrei, wo mein Po mitgeschminkt werden musste, oder von der normalen reden. Also ich glaube, das ganz normale Make-up 90 Minuten mit Kostüm rein. Das Kostüm war ja auch nochmal so eine Sache, dass man von oben in den Anzug klettern musste, komplett eingeschmiert mit Silikon, der Anzug eingeschmiert, 2 Leute mussten mir reinhelfen, ich reingekrochen. Das war eine körperliche Belastung, weil ich auch nicht allein auf Toilette gehen konnte. Ich habe immer gesagt, an diesem Set habe ich meine Menschenwürde abgelegt und sie am Ende des Drehs wieder aufgehoben und mitgenommen. War eine einmalige Erfahrung. Ansonsten, was man beim Make-up macht, still sitzen und sich schminken lassen, damit es auch funktioniert. Und ja, also man hat super viel Spaß in der Maske. Aus Erfahrung ans Set ist das Maskendepartment immer am lustigsten drauf, weil die auch irgendwie für die Bespaßung sorgen. Man kommt also schon gut gelaunt ans Set und kann dann eigentlich sehr gut eine Leistung bringen und Performance abliefern. Also für mich ist es schon normal, Heavy Make-up zu tragen. Jetzt nicht nur, weil ich privat stärker geschminkt bin als die meisten vielleicht, sondern auch, weil ich, wie gesagt, ja nur so, wenn ich spiele, nur so crazy oder verrückte Charaktere mache, die auch Character Design haben und nicht normal aussehen. Ich denke, dass ich da für jeden sprechen kann, dass sobald man Make-up und Kostüm anhat, das ja auch ein kompletter Typus ist, den man dann darstellt, also eine komplette Typveränderung und dementsprechend wirkt das sich auch automatisch auf die Performance aus, weil man eben sich ganz anders fühlt und das hilft auch einfach unterstützend, dass man dann in die Rolle sich einfach reinbegeben kann und die dann entsprechend ausspielt. Ich fand die Locations mega cool. Vor allem das Gefängnis, ich meine, das war ultra kalt. Danke nochmal an die Produktion. Ich habe mir den Popo abgefroren in diesem wundervollen Outfit, was gar nicht warm gehalten hat. Ich hätte da auch nackt stehen können. Aber es macht schon was her. Und es gibt einem ja auch dieses Feeling. Also gerade diese Szenen, die ich dann in diesem Kalten gespielt habe. Man sieht wirklich den Atem, man hat gefroren, man soll Angst verkörpern. Es ist ja schon, man fühlt sich ja schon so, oh Gott, es ist unangenehm, hier ist es kalt, es ist düster, es ist dunkel. Wir haben auch nichts von dem Tageslicht mitbekommen, die ganze Drehzeit nicht, wo wir da drin waren. Das bemerkt man dann schon, aber es unterstreicht halt am Ende alles irgendwie, ja, das Ergebnis. Wichtig finde ich bei Regie immer, dass die Leute nicht nur sagen, was man machen soll, sondern ganz klare Gefühle vorgeben. Eine schauspielerische Leistung wird nur glaubhaft, wenn man die entsprechenden Gefühle auch reinlegt. Das heißt, nur weil ich mir eine Zeile durchlese und da irgendwas steht, weiß ich nicht unbedingt, wie der Regisseur das gespielt haben möchte. Und da geht es immer um Emotionen. Das ist wichtig, dass man die vermittelt. Ansonsten, was auch super, super wichtig ist, dass wenn man Kritik äußert, was vollkommen normal ist, dass man eventuell die Person beiseite nimmt und ihr das privat sagt. Weil man kann jemanden auch sehr schnell bloßstellen. Vor allen Dingen, wenn ich persönlich Method Acting mache, gebe ich mich auch sehr verletzlich, weil ich meine echten Emotionen zur Schau trage. Das heißt, in dem Moment bin ich halt schon eher zerbrechlich, als ich es privat dann wäre, weil ich es zulasse, dass das alle sehen dürfen. Und dementsprechend ist es dann nicht schön, wenn jemand vor allen Leuten brüllt, dass das jetzt Kacke war und man das bitte anders machen soll oder wie man, also das ist immer schöner beiseite genommen zu sagen, hey, hier kannst du nochmal das so und so spielen, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut und dann ist es auch in Ordnung. Ob es mir was gebracht hat, Cosplayerin gewesen zu sein? Ja, kommt halt aufs Department an. Also schauspielerisch würde ich mal sagen, hat es mir nicht ganz so wirklich viel gebracht. Weil aus der Cosplay-Szene kenne ich es, dass die meisten die Rollen nicht spielen, weil es komisch ist. Man macht halt Fotos und sieht hübsch aus. Man gibt nicht so wirklich wieder,
wie der Charakter wirklich ist, weil es ja auch teilweise schwierig ist, wenn man jetzt sehr arrogante, sehr fiese, sehr eklige Charaktere darstellt, dann kann ich das schon verstehen. Da hat es mir nicht so viel gebracht, außer vielleicht ein bisschen mein Selbstbewusstsein unterstützt, weil man ja viel Feedback bekommen hat, sehr viel Positives und viele Fotos gemacht worden sind. Aber auf der künstlerischen Ebene als Art Directress, weil als Art Directress habe ich durch Cosplay ja angefangen, überhaupt Kostüme zu schneiden. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich weiß, wie man Props baut. Ich weiß, wie man aufwendige Perücken baut. Ich habe angefangen, Make-up zu machen, Bodypainting. Ich bin jetzt mittlerweile Professional Make-up-Artist in allen möglichen Projekten, lebe auch davon. Und dementsprechend, das hat ja alles mit dem Cosplay begonnen, weil ich die Mannigfaltigkeit meiner eigenen Talente verstanden habe und meine Interessen ausarbeiten konnte und sie von dort aus auf einen Skill gebracht habe, auf ein Skill-Level, dass man damit halt Geld verdienen kann und damit halt auch wirklich davon leben kann. Und das ist ja eigentlich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil viele Menschen wollen von kreativen Arbeiten leben. Und in dem Fall hat mir Cosplay halt diese ganzen Möglichkeiten aufgezeigt und ich konnte mich daran bedienen, die ganzen Tools ausbauen und jetzt letztendlich 10 Jahre später, sage ich mal, oder vielleicht sogar länger, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, da kommt mir das alles entgegen. Ich dachte immer, es wäre umsonst, ehrlich gesagt, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich machen will, welche Richtung ich gehe. Will ich jetzt Kostüm machen, will ich jetzt Make-up machen, will ich Schauspiel machen? Ich dachte immer, ich muss mich entscheiden, weil die Leute nur akzeptieren, dass man eine Sache kann. Aber jetzt 10 Jahre später, wo ich alles jahrelang ausgebaut habe, merke ich doch, es gibt Berufsrichtungen, wo das gefordert ist, wo das gefragt ist, wo das gebraucht wird, wo die Leute wollen, dass du in solchen Dingen gut bist und nicht nur in einer Sache. Und da geht mir schon das Herz auf, weil das ist auf jeden Fall die Richtung, in die ich mich entwickeln möchte. Und Art Directress zu werden, davon leben zu können irgendwann, das wäre schon mein großer Traum. Ja, definitiv. Ich meine, nichts anderes macht DC und Marvel und die ganzen Blockbuster. Die American Style ist ja alles irgendwie ein bisschen fancy, Fantasy und halt einfach kreativ. Und das feiern die Leute, weil die Leute gehen ja in der Regel nicht ins Kino oder gucken sich keine Serien an, um den Alltag vorgelebt zu bekommen, den sie sowieso schon jeden Tag sehen, sondern in eine andere Welt gerissen zu werden, die sie halt fasziniert und irgendwie mit Gefühlen zurücklässt oder Begegnungen, die sie so im echten Leben nicht haben. Und dementsprechend finde ich es auch gerade super toll, dass wir als Deutsche dieses Projekt in diesem fantastischen Bereich, in diesem fiktionalen Bereich auf die Beine gestellt haben, grundsätzlich erstmal fast ohne Kohle und trotzdem einen Look erzeugt haben, der schon irgendwie auf eine gewisse Art ja konkurrieren kann in manchen Punkten mit professionellen High-End Million-Budget Produktionen. Und das muss man uns auch mal anrechnen. Also bei aller Kritik, die wir immer bekommen, wird manchmal vergessen, dass wir das im Grunde aus dem Nichts gestanzt haben. Was auf die große Kinoleinwand gehört, Mensch. Wenn ich das jetzt vorgebe, gibt doch einfach nur einen Shitstorm. Ich kann ja nicht für alle sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Starke Frauen, Persönlichkeiten, echte Geschichten. Action ist eine super Sache, macht doch Spaß, ne? Aber wenn die Story plain ist und langweilig, wer braucht das? Oder überhaupt gar keine Story vorhanden ist. Kein Sexismus. Das finde ich scheiße. Mehr Diversity. Mehr dunkelhäutige Charaktere sollten auf jeden Fall vorhanden sein. Generell einfach Leute, die nicht weiß sind. Das wäre schon mal schön. Einfach, dass von allem etwas wie im realen Leben vorhanden ist, in einem realistischen Maßstab. Ja, das wünsche ich mir. Das finde ich gut. Was ist Think Big Studios, liebe Leute? Das interessiert euch. Ja, Think Big. Ich meine, das sagt man ja einfach, wenn Leute es vielleicht manchmal ein bisschen übertreiben. Und genau das muss man auch tun, wenn man ganz groß denkt und vielleicht einem seine eigenen Träume sogar Angst machen und man auch Angst hat, sie nicht erfüllen zu können, das nicht zu schaffen. Selbst wenn man es nicht tut, kommt man immer noch auf einem Pensum raus, was viel geiler ist, als wenn man von vornherein tief gestapelt hätte. Und daran wächst man. Und dann ist man einfach, man guckt zurück und denkt sich, boah, das habe ich gemacht, das ist ja richtig krass. Und ich finde, das ist einfach eine super gute Einstellung. Und Think Big soll halt auch dieses ganze Gefühl von Großdenken, sich was trauen, Emotionen, Storytelling, das alles aufleben lassen wieder, halt einfach darstellen. Und diesen Begriff, der hat halt einfach schon diese Bedeutung von vornherein. Und deswegen denke ich, hat Think Big Studios das auch geclaimt. Was ich mir von dem Film erhoffe,
liebe Leute, dass der viral geht. Also schön alle teilen, damit ich berühmt werde. Nein, aber ich find's schön. Wir haben da so viel Arbeit reingesteckt, das ganze Team. Ich würde mich schon freuen, wenn vielleicht ein paar Leute, die Originals in Amerika machen, das vielleicht sehen und das einfach ein bisschen supporten, weil das alle Leute, die hier mitgemacht haben, echt verdient haben. Viele Leute haben noch keine große Produktion mitgemacht. Alle haben sich den Arsch aufgerissen, richtig durchgepowert, durchgezogen, kein Geld bekommen, einfach nur, um was Großes zu erschaffen, zu zeigen, guck mal Leute, das können wir, gibt uns mal eine Chance, was richtig Geiles zu machen, dass wir mal in der Zukunft vielleicht eine Serie produzieren können, einen Film produzieren können, dass uns die Geldgeber sehen und sagen, hey, guck mal, das sind Leute, die haben aus dem Nichts was erschaffen und sich zusammengerauft, ey, lass denen doch mal was Geld geben, dann kriegen die richtig, richtig krass was auf die Beine, uns das einfach zuzutrauen. Deswegen haben wir uns diese Referenz kreiert, um das zu zeigen. Und ja, für die Zukunft hoffe ich einfach, dass wir halt Chancen bekommen.